wir haben een schwer sehen, wat had nie longen gekregen en ik weet something nu vrouw naar armen. Die heeft de longen gekregen en wie wir in Saaswerk aan BC, toen onze dochter en ihre Kinder methelpen. En nu zijn ze bij thuis en zo met nie longen, en dat is interessant, hij zegt hij heeft nu 2 birthdays. En zo, dankzij voor jullie gebeden en voor jullie interest en zo. Hij deed zomaar nog goed en hij hoopt dat hij kan later dit jaar nog te arbeid gaan. So, hopefully dat wordt die maar schaffen. So veel dank zijn. En zo. Ja, so vandaar als je wilt, de Geschichte van een jonge man, een aanzeneem een ruler, of somehow als hij een leider, of whatever. En hij zei dat this jongen is rijk, of this mens is rijk. So, I don't know hoe oud hij moet zijn, maar en Mark en Luke reden ze van dem ook en Matthew. So, in jeder stad komt een beetje wat anders, en yet that's the same story, en so, dat stemt in de long run, stemt dat alle, en so, dat wil ik vandaag gaan willen. Maar ik wil nog een vrouw vragen, would you okay zijn te mij met wat zeggen? Ik wil nog eens maar, wo je bent, wo mensen zijn met ihre Bibel. En would je mij zeggen, was met hen, voor de meerheid, welke Bibel dat je lezen? Hoeveel van jullie dan de Hochdeutsche Bibel lezen? Dat de meerheid doorbij lezen je. Oké. Hoeveel van jullie dan de Spanische lezen? De meerheid. Oké. Hoeveel van jullie dan de Plattdeutsche lezen? De meerheid. Oké. Not so. Oké. En hoeveel jullie dan de Engelse lezen? De meerheid. Ja. Oké. Ja. Oké. Ik vraag een beetje, because ik voel een paar jaar terug weer in Seminole, Texas, daar in de kerk. En dan wilden ze ook als een Plattdeutsch aan en dan zei ik, oké, wanneer je mij een beetje methelpen, dat we in de klas, in de Brieën-klas, wanneer je mij methelpen, dan willen we dat met ons schaffen, oké? Zo ze zeiden, oké, zij willen met lezen, wanneer ik wil wat. Vrouwen willen ze lezen. So einer leest op Engels, einer leest op Hochdeutsch, ik geloof einer leest op Plattdeutsch. En ik zei, man, we zijn van alle directions. Ik zo. And you know what? There is something correct to be. We hebben veel background. We hebben veel wat we doen met kunnen doen. En we zijn zeer dankbaar dat we nog kunnen lezen kunnen. Niet zo? Lezen is zeer important. En zo, veel dank voor dat met hulp geven. So, in Matthew chapter 19, daar is deze rijke jonge man. En ik wil dit geschikt met verzetten. En dan willen we er met wat van nemen en dat met euch reden. En zijn wat we daar kunnen van leren, oké? So, we hebben nog beten. Voor dem Himmel, we zijn zo froh dat du kommst met die woord. En du kommst, en immer waar, du sagst ons, wat het zal zijn voor ons. En wat we zullen leren. En we beten het van jou, waar we kunnen horen, wat du wilt zeggen zu ons durch deze schrift. We beten dat du ons wilt, die Ohren opmerken, om dat zijn, ook om dat aannemen. We beten in Jesu naam. Amen. So we hebben Mark chapter 19 daar lezen, van de 16e vers. Daar zegt er, en by the way, ik dat Plattdeutsch een zo'n klein beetje traag zaten, zodat mij dat beter past, zo wanneer ik niet krijg door je Bibel stemt, dat heb ik gedaan. So, ik dacht dat eens een beetje meer schaffen. So, anyway, verse 16 zegt het, dan kwam een man naar Jezus en vroeg hem, Goede meester, wat vergoed het met ik doen, dat ik dat eeuwige leven krijg? En zie, dit is gewoon een domme vrouw. Because ik geloof dat is de vrouw wat we alle hebben, niet zo? Wat moet we doen? En ik weet, er zijn sommige mensen die willen voet zijn, braucht nicht Arbeit. Aber wir müssen somehow dann anlernen, nicht so? Somehow müssen wir das nehmen. Because das ist uns angeboten. Und so, in a way, das ist eine gute Frau. Was müssen wir tun? Oder wo kriegen wir das? Das ewige Leben. Und so, für mich, der Junge, ist nicht ein dummer Mensch. Ich glaube, einmal, ich weiß auch einmal mit so einem Struggle, dass wir heben uns sehr leicht ab über die Menschen in der Bibel. Und especially in the New Testament, die Pharisäer und so weiter. Und ich glaube, einmal, wir sollen viel da am Spiel kicken.
wir sind vielleicht viel doller als diese Menschen, als wir leben. Und so, anyway, das ist eine gute Frau. Und dann in der 17. Vers sagt, Jesus sagt zu ihm, warum fragst du mich über was Gott ist? Du hast bloß einer, was Gott ist, oder wer Gott ist. Das ist Gott. Wenn du Leben haben wirst, dann hol die Geboten. Und das ist sehr interessant, dass Jesus am hier zurückwies, nur was die Juden ganz nahe wussten, dass sie sollen sich tragfingen mit den Geboten. Aber, da wollte Luther noch mit wieder sagen, dass wir nicht bloß die Geboten, wo sie sich sollen tragfingen, sie sollen sich tragfingen am Tempel, wo sie erst wollen ein Opfer bringen, ein Opfer, nicht so ein Sacrifice bringen, wo sie ein Stück Feuer mussten bringen, und dann muss dort eine Zeremonie sein, dass das Blut wird uitgegoten verehrt, dass wir ein Bild, der Tempel und der Tabernakel, dass wir ein sehr klares Bild. Und ich glaube, einmal, die Menschen in der Deel haben vergessen, dass dort Bild weiß an, dass wir ein Messiah, dass wir, somebody muss betonen, wer wir sind. Und so, bloß ohne Geboten holen, dass wir nicht genug noch wissen, die Menschen. Und so, even für uns selbst, wenn wir bloß leben, dass wir können unsere Arbeit gut merken, dass wir uns dadurch seitig merken. Das schafft Gott, das stimmt Gott. In der Schrift haben wir ein sehr großes Bild, dass du es einer wollte mal tun. Somebody musste vertun. Als jung, wie wir in Israel zum Jahren trägen, und dort nahmen sie uns in Northern Israel, nahmen sie uns da, Norden von der Sea of Galilee, nahmen sie uns da an der Städte an, wo der echt einmal eine sehr alte Stadt war, wo sie hatten, die Juden hatten geworshipped. Und die hatten da in der Stadt, und da war ein großer Korall mit Steinen abgefliegt, großer Korall gebaut, und dann wieder der Altar da, und dann da wieder ein bisschen Stadt für die Menschen zu besetzen. Und ich dachte, da war ein Feuerstall. Wir würden von der Fernrein merken, dass das Feuer somewhere all verstärken, dass es nicht zu sein wird, aber da wird es all an Mank, und das hat so ein klares Bild, dass somebody muss tun. Die Sünden müssen betont mit Blut. Und so, dort soll das Junge weiten. Und so, anyway, er fragt dann in 18. Vers, wohne geboten. In other words, hat der Rechte geboten geholt. Well, Jesus sagt zu ihm, du sollst nicht wem Tod merken, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ein falsches Zeichnis geben, und du sollst Vater und Mutter ehren. Und du sollst den Nächsten so gut sein als die selbst. Das ist more or less some von den Geboten, nicht alle die, von den 10 Geboten und so weiter. Und wie der junge Mann sagt zu ihm, dort habe ich alle geholt. Was fehlt mir noch? Das ist mit interessant, dass er gleich hier noch hoch. Und Jesus sagt zu ihm, wenn du wirst vollkommen sein, dann go und verkauf, was du hast, und jeft dort für die Arme. Dann wirst du einen Schatz, einen Treasure haben im Himmel. Und dann folg mir noch. Sieh, da wird mehr, was er soll tun, aber er soll sich selbst hingeben. Nicht was du, aber dieses sich selbst hingeben. Und so, dann kommt er durch Vers 22. Als der junge Mann das hielt, ging er traurig weg, weil er hat ein großes Familien. Er hat ein reicher Mann, er hat viel. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich sage in die Wahrheit, da das für einen reichen Mensch schwor sein, was für einen reichen Mensch schwor sein, im Himmelreich zu kommen. Ich sage noch einmal, da das leichter für ein Kamel, durch das Öl von der Nudel zu gehen, als für einen reichen Mensch im Himmelreich zu kommen. Das ist ein bisschen ein klares Bild. Die Nudel hat nicht sehr großes Loch am Eng. Und so, das ist ein sehr klares Bild. Vers 25. Als die Jünger dort hielten, verwunderten sie sich und sei in früheren Namen. Wer kann dann überhaupt seilig werden? Und Jesus kickt dann an und sagt, für Menschen ist das allmählich, aber bei Gott ist alles mählich. In other words, Menschen können sich nicht seilig merken, aber Gott kann. Mit Gott können wir uns
terechtstellen. Zodat Gottes Arbeit, mit Gottes Hilfe, kann wir das tun. Aber nicht mit unserer eigenen Arbeit. Vers 27. Dann antwortet Petrus und sagt ihm, guck mal, wir haben alles verloren und sind die Null gefeucht. Was wollen wir dafür kriegen? Warum kommen wir mit Jesus mit? Warum fallen wir noch? Warum hast du Wort für uns? Und das, was ich fragen hat. Was gibt es mit uns? Haben wir bloß alles weggegeben und wir haben dann nichts? Und dann sagt Jesus in der 28. Vers, er sagt zu ihm, dit ist Sache in der neuen Welt, wenn die Menschen sehen, was auf seinen herrlichen Thron sitzen, dann wo je, was mir neu vor sind, auch jeder auf den Thron sitzen, über die 12 Stämme von Israel rechten. Und wer am Minhoven hat, Hus, oder Bruder, oder Schwester, oder Vater, oder Mutter, oder Kinder, oder Lohn verloren hat, wird dort 100-mal zurückkriegen und dort ewige Leben erben. In other words, Gott hat uns nicht kort gemerkt. Er wird uns nicht was wegnehmen und dann nicht was zurückgeben. Und wir haben, ich glaube, einmal viel, was wir können kicken nach der Future, was Gott wird tun und was wir wollen haben im Himmel. Aber wir fallen nur, even wenn uns das kosten hat in dieser Deal. Und ich glaube, wir können nicht ohne Kosten, können wir really nicht Jesus nur fallen. Das kommt bloß auf some Dinge. Ich will hier ein paar Dinge von nehmen dort noch mit wieder. Das junge Mensch, ich glaube, hat eine rechte Frau. Wo kann wir seilig werden? Und mir ist das eigentlich sehr interessant. Ich habe mit all solchen Menschen geredet und spaziert und so weiter. Und dann probiert mir zu finden, auf der ersten Verlangen haben. Als der erste Wort, wo sie Segen tun. Und da sind so viele Menschen, die sind voll von sich selbst und du hast kein Segen. Und wenn wir nicht Segen tun, wo können wir dann was finden? Nicht so? Wenn du nicht am Hort hast. Und ich glaube eigentlich mal, ein von den Dingen, was wir von unserem Mennonite-Background, was wir sehr fein haben gekriegt, ist, wir haben ein Verlangen. Nicht so? Wir haben ein Verlangen. Wir weiten alle, dass wir sollen uns reich merken für Gott. Nicht so? Wir weiten dort. Und das würden wir nur durch Gott kommen, das würden wir immer weiter sagen, okay, wir werden nicht abgeben. Wir weiten dort erst wer. Gott wird uns hören und er wird uns ehren, wenn wir uns hergeben. Und so, das ist nicht eine Frau. Und Jesus ist die Antwort, wenn wir uns hergeben, nur Jesus. Ich bin auch so ein Jung, ich bin 18, also ich bin in einer Kirche, wo sie John 3:16, for God so loved the world and he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Und der Mensch predigt da und dann mit einmal ging mir das Licht an. Da, wo ich hochfing. Und dann ging mir das auf, dass ich kann sagen, Gott, dort fehlt mir. Das, was mir fehlt. Ich hatte ein Verlangen, aber ich wusste nicht, wo ich das soll fertig bringen. Oder wo ich das soll tun mit dort. Und das, was wir in Momenten sagen, wenn du ein Verlangen hast, dann geh eine Bibel lernen oder geh hart noch somebody, was dir was aufmerken. Und bet und frage Gott, dass er was aufmerken. Und wir haben wieder. Jesus hat sich all in Zeit gewesen, dass er raubt. Er hat zu den Kindern gesagt, kommt, verjühnt ist das Himmelreich, nicht so? Verjühnt, versonnen ist jünt. Ist das open. Und dann Matthew chapter 11 hat er gesagt, kommt, alle hier, was das alles schwore drehen dann. Die sind am Trouble und jünt fehlt Rest. Kommt nur mir. Er hat auch Zeit gekriegt. Und so, das ist sehr interessant. Das sind Menschen, die sich nicht wehren, nur Gott zu gehen. Sie leben, sie haben zu viel damit zu tun, oder dass Gott hat nicht Mut verehrt, oder nicht Leib verehrt, oder was immer. Und wir sagen, you know what? Jesus hat auch Zeit gewesen. Er kreut und kreut und kreut. Und even von der Tag, Gott kreut durch Jesus. Und er kreut Menschen, dass sie sollen kommen nach ihm. Und sie sollen sich hingeben, because er ist up dafür. Da ist keine Stadt, wo wir können hingehen, was besser ist.
en safer is voor ons, als Tom naar God gaan en zeggen, God, hier zie ik. Du hast keiner wat meer genoeg heeft voor ons, oder meer life, oder meer goud voor ons, niet zo? Du hast keiner wat meer willend heeft, om ons opnemen en zeggen, okay, ik wil die hebben. Ik wil wat immer die fehlt, wil ik die met hebben. Dat is zo'n grote vrouw. Anyway, ik zei dan met, dat ik man, God zult weten dat de geboten weer niet genoeg. De ganze tempel wijst aan dat er moest somebody tun voor de zin. En so hij had dat al zult weten. En ik denk eens maar zo, mensen wat bloos nog je zaten langen, en bloos willen je zaten nog gaan, dat gewöhnlich, dat willen ze zich zelfs met opbouwen. En zelfs met groot doen. En ik geloof, we zijn alle met dem. Ik wil zeggen eens te mezelf, ik wens ik kon een Pharisee zijn. Ik would. Ik wens ik kon die Pharisee zijn, wat met de neus kunnen herrijden en zeggen, ik zie beter hier. Ik doe alles recht. Niet zo? Ik geloof, we gaan alle een beetje, wanneer we bloos kunnen de stad leven, dan moeten we niet helpen van God. Maar dat is klaar wat ons van God helpt. Niet zo? Because we leven, we kunnen ons zo perfect merken. En we weten niet hoe diep onze zin is. Hoe zeer vertroebeld en verdreid we zijn. En zo, dan moeten we ons erop laten en zeggen, nou, mij fehlt een heiland, jullie fehlt een heiland, mensen fehlt een heiland. Niet zo? Dem fehlt somebody wat ons wordt methelpen. En zo, dat werkelijk true religion, of zo'n voor Gouda geloven is, wanneer we ons hergeven voor God, en dan heeft God ons op, en dan brücken we ons niet zelfs opheven. Dan kunnen we bloos wieder gaan en dein God onproven uitfiguren, of we beter zijn dan somebody else, of we zo'n gaan, of niet zo'n gaan. En we meten ons zo leicht een en ander, en dan moeten we van weg. We moeten bloos voor God. En ik geloof, zo voor mij wie in de schrift lezen, zo voor mij kunnen we bloos naar God kijken en zeggen, wat hij leeft als de waarheid, en we ons niet vermeten met andere mensen. Okay? Zo wieder. En zo, ik geloof, part van de story van deze geschichte is ons een beetje een warning dat we zullen ons niet houden op onze recht, hoe rijk we zijn. Of hoeveel geld we hebben, of hoe groot we onszelf doen. We zullen ons doen niet, dat is een falsche hoop. Dat wordt ons niet wat geven wat we geloven. En dat geld wordt ons niet naar de hemel brengen. Dus somebody heeft gezegd, wenn Menschen hier diese Erde verloren, die nehmen nichts mit. Je wil niet aan alle Graf dampen, maar dat Geld nog niet aan. En zo, dat is pas alle weg. Anyways, wat mir sehr am Hart liegen ist, von dieser ganzen Geschichte, ich glaube einmal, dat sehr leicht für uns zu sein, und ich zie arm abgewassen, aber da bin noch mehr dabei. Ich glaube einmal, wie die schon, ich zie Bill Creed abgewassen, wo meine Mom und Dad waren auch Knie, und wo fährten, even die Ministers, die würden abgehen und sagen, oh, ich sehe mein Armer dort, und ich sehe mein Armer dort, und ich dachte, you know what, wenn wir ein Jesus Christus sind, dann sind wir reich. Und wir sollen uns nicht immer so dort raufbringen. Because really in a sense, wir haben viel Kraft, wir haben viel Wealth, in a sense, zum was wir alle können tun. Und wir leben hier, wir sind hier nu in einem guten Land, wo alle Sorten Freedom ist. Wir sind free to follow Christ. Wir können Jesus nur gehen, und dort hält uns keiner weg. Und ich glaube einmal, wir sollen mit zurückdenken. Das ist nu probably about 100 Jahre zurück. Something you like, the Coaldale Mennonite Church, that's in New York part of EMC. Viele von den Menschen, die kamen von der Ukraine, von Russia, nach Canada, because that's when the revolution came. In the early 1900s came the Russen und die verdarf dort an alle. Und da wir sehr viel Trouble. Und hier ist der wahre Trouble. Und hier sind wir, frei, unfried, können Haus fahren, keiner wird uns das Haus verschalten. Nicht so?
man, wir sind an der guten Stelle. Und dann auch, wir sind direkt, because an unserem Background, wo wir Deutsche herkommen, ist, wir haben noch immer die Bibel gehört. Und wir haben noch immer das christliche Leben vor uns gehört. Dort unsere Prediger haben uns immer weiter gelehrt. Der Katechismus, nicht so? Der Katechismus wird uns gelehrt. Und sehen wir, dann haben wir immer Wort, wo uns die Augen abheben und sagen, guck mal, da ist was wir sollen tun. Und davon kriegen wir viel Kraft. Wir haben hunderte Jahre von so einer Help und so einer Lehre. Und davon haben wir Kraft, dort wir können wieder schaffen. Wir haben Education. Even wenn es nicht wunderbar, alles wunderbar gewesen ist, aber wir haben doch lesen und denken und schreiben und Arithmetik, zum Betwort ausrechnen, nicht so? Wir haben something. Und da stehen in der Welt, wo Menschen sehr wenig haben, aber wir haben viel sonst. Und so, und dann denke ich, wir haben Families. You know, wofür wird das, wenn Families top kommen? Und Families einen anderen mithalten. Und Parents und Grandparents und so weiter. Wir haben Family. Da sind viel zu viel. Und da sagen einmal, ich habe nicht so viel History gelesen in diesen letzten Jahren. Und sagen von den African Slaves, was nach Amerika gebracht wird. Was die verdorben wird, wie ihre Families. Because die waren die Männer, die waren verkauft. Und wenn die Kinder wären, die wären, einmal, wenn die Schulkinder wären, waren die auch verkauft. Und die Family konnte nicht arbeiten. Und das, was die nun noch einmal lernen, wo dürfen wir mit Family? Wo dürfen wir Families top holen? Und mit unseren Indian-Menschen hier in Kanada, es kriegt eine Trouble. Mit den Residential-Schulen, was sie da bieten, kriegt in den Jahren aus der Deutsche, wie Mennoniten, die Deutsche in den 1920s, die Government will all sorten tun mit den Schulen, wir sehen, und viele von unseren Menschen sehen, nee, so tun wir nicht. Wir holen selbst Schule. Die Deutsche, some von denen moved to Mexico, und meine Großmom died auch eventually. Moved to Mexico und said, no, Schule ist so important, dort geben nicht wahr. Und diese Indian-Menschen, die waren in der Schule wahrgenommen, und you know, they learn something in der Schule über was sie verlieren in ihre Families. Und die haben nicht die Families, das wir haben. Und so viel sind da einmal die Kinder, die sind dann hier verstrahlt da verstrahlt. Und sie leben einmal, weil sie haben Community. No, das sollen alle sein, was die Siege nur die Kinder. Was die Kinder würden nehmen sein, das ist mein Kind, und ich würde besorgen für dem. Und ich würde ihm abführen, so dass die können wieder leben. Und so, der Family Background, was wir haben, und was christliche Menschen haben gelehrt, einer zum anderen, immer, every generation, dass wir uns selbst besorgen an der Family. Das ist sehr viel wird, da wir sind direkt davon. Und dann Community zum einen und anderen mithalten. Das sehr viel wird, wenn mir was fehlt, dann gehe ich nach den Nachbarn. Die haben vielleicht sonst. Und dann helfen wir einen und anderen. Auch even so eine Dinge aus Lehren schwer schaffen. You know, go get a job. Do something. Nicht so? Wir haben so gelehrt zum Schaffen. Und dass wir nicht so ein Gefühl sind. Und wir sollen nicht somebody else merken, uns drehen. Und unsere Arbeit tun für uns. Wir sollen schaffen und dann damit so wie dann auch wiedergeben und mithalten. Und dann auch uns Geld besorgen und so weiter. Und ich denke einmal so, wir sind reiche Menschen. Und so, von dort ist es dann eine Frau, was tun wir mit alles, was wir haben? Und ich glaube, die Frau ist dann, kann wir Goldstone, oder da wir Goldstone, da wir den anderen mithalten, da wir habe ich was ewig für den Nächsten. Und ich glaube, wir sollen viel ewig haben. Das ist viel gut. Ich weiß nicht sehr lange trägt, ich will bei Tim Hortons, ich sehe da einmal in Tabor. Und dann redet ein englischer Mensch, ein Farmer, ein older, retired Farmer, der redet von der Deutsche, was wir hier kommen. Die kommen hier und schaffen ab ans Farm und dann das Land. Und er sagt, wie formen einmal verteilen das? Und wir sagen, wenn die Deutschen ever würden uitkleven, dann sind wir alle bankrupt. So,
die zijn veel wert hier. Niet zo? Jullie, die mensen wat jullie aannemen, die rekenen jullie wat wert. En ik hoop, die betonen jullie ook zo staat. Because dat is veel wert. Anyway, dat geld wat we hebben en de kracht wat we hebben, zullen ons niet een falsche hoop geven. We zullen ons niet door opbouwen. We zullen met dat leven dienen. En eenmaal moeten we wat weggeven, om wat krijgen. En zo, die mag een en ander methelpen, dat is veel wert. En de community, een en ander methelpen, en de kerk methelpen, en even methelpen met ons geloven. Bible studies en wat immer we doen, en dat we noberen einer met een ander moed geven, genoeg geven. Wat we van God krijgen, dat zullen we wieder draaien naar de nächsten, niet zo? Wat we van God krijgen durch Jezus, dat zullen we wieder draaien naar de nächsten. So, wenn wir haben genoeg gekregen en free gifts, ganz freiwillig hat Gott uns abgehoben, dann sollen wir dort klar den Weg wieder drehen, nicht so? Dort sollen wir dann ewig haben für den Nächsten. Und ich weiß sehr gut, ich sehe eh schon, ich wünsche, ich könnte ein Pharisee sein. Und nicht really, aber ich glaube einmal, das ist sehr leicht zu sagen, well, ich habe das gekriegt, so, die können sich selbst weiten. Und wir sollen aber doch ewig haben, was Gott uns hat gegeben. Und so, dem ich wieder. So, alle dort, was wir in der Weg top schaffen, und ich will, mit Timothy will ich Schluss machen. In 1 Timothy, chapter 6, da hat Paul noch was mehr zu sagen zu diesem jungen Timothy. Und ich glaube, dort können wir ein bisschen eine Lehre von nehmen. 1 Timothy, chapter 6, da redet Paul zu Timothy, und ich habe das mitgetragen gesagt für mich, und du hast mit mir dabei. Und so, ich habe das mit so uitgelegd, dass das mit mehr von der Schrift nehmen nicht. Aber hier ist das an die Vers 11, 1 Timothy 6, Vers 11. Aber du, als ein Gottesmensch, und das habe ich genommen von der Forschung, was der Pfarrer kam, ran war ich von das alle Leben. Sieg lieber nur die Gerechtigkeit, nur göttlich sein, nur mit Glauben und Leben, Geduld und mit Gottmeinen sein. Kampf, den guten Gotteskampf, hol dort ewige Leben fast, wozu Gott die berufen hat. Und das sagt er zu Timothy, aber das sagt er auch zu uns. Und ich sage, da sind mehrere Wörter, was ich die werden, jedenfalls im Klimat, bis morgen. Ran war ich. Sagt er nur. Ran war ich und dann flieh. Drei den Regen und gute Weg fahren. Von das alle Leben, von all den Sinnen, was uns Vollsaten tun, was uns alle den Mut wegnehmen tun, was uns alles Energy wegnehmen tun und alle Conscience. Und dann sagt er, go lieber, seek lieber, oder pursue these things, pursue, und dann was, dort was mit. Und eine Weg, was wir dort tun, wenn wir Gott herangehen und wenn wir am Segen, dort eine Schrift lesen. Dort eine Schrift sagen, Gott, ich segne dich. Red zu mir. Sei mir, was du was mir weiten. Ich soll weiten. Nicht so? Sei zu mir, was du was sein. Wir wollen Gott kennen im Himmel, because wir kennen eine Schrift. Nicht so? Wir wollen Gott kennen im Himmel, because wir lernen am kennen eine Schrift. Und das sehr viel wird. Und dann das Kampf, den golden Glaubenskampf, das really, ich glaube nicht, dass wir uns so sagen, das christliche Leben das so schwer. No, da lieber bloß die Heiligen, dass wir Gottes wollen, like the will of God, or take up your cross and follow me, nicht so? Was ist die Arbeit, was Gott uns geben hat? Dann nehm das ab und dann go mit dort. Und some von dort ist schwer zu drehen, aber mit Gottes Hilfe kann wir wieder, nicht so? So für mich ist das immer so ein Bild. Wir wollen noch mal für Gott stehen und dann wird Gott uns fragen, was bringt's? Weil gute Worte kann ich nicht bringen. Aber was ich Gott gedient habe, wo ich Gott geehrt und Gott gedient, das habe ich getan für dich. Das habe ich dir gedient. Und ich glaube, dort, wo wir drehen für Gott, wo wir sagen, was hast du getan mit deinem Leben? Nicht so? Was hast du getan mit deinem Leben? Wo hast du genommen, was ich dir gebe,
Und wo hast du wieder gerecht? Oder hast du bloß begroft? Nicht so? Was hast du mit getan? So, das Thema. Und dann sagte er dann im 12. Vers, hol dort fast, oder dort ewige Leben, hol dort fast. In other words, du nicht abgeben. Okay? Gott hat Macht für uns und er will nicht haben, wir sollen abgeben. Und dann kommt wieder in der 17. Vers, sagt er, seid der Recke an dieser Welt, dass sie nicht sollen stolz sein oder groß sein. Und ihre Hoffnung nicht auf ihre unsägliche Geldsachen, aber auf Gott, wer uns wirklich alles schenkt und dort wieder mit Freiheit brücken kann, mit uns Wealth und was wir alle haben. Sie sollen Gutes tun, dass sie reich sind und Gute wirken. Und sie hier einmal, ich glaube, wir wohnen in so einer Zeit, wo wir einmal so strugglen über what's works and what's faith. You know, wenn du Glauben hast, dann do something. Amen? Wenn du Glauben hast, dann do something. Nicht die selbst erreichen, aber bloß tun, was Gott die will haben. Nicht so? Do, was Gott die verjagt. Das ist nicht eine Seligkeit Arbeit, das ist eine Dienst für Gott. Die Seligkeit kommt von frei von Jesus, sein Blut, nicht uns Blut. Right? Sein Blut, das ist all betont. Und dann geben wir uns an. Und mir ist dann immer wunderlich, Paul wird nicht Angst zu sein, ich schaffe so sehr, als er kann. Und wir sollen noch. Was Gott uns verjagt, dort da. Okay? Sie sollen Gutes tun, dass sie reich sind und Gutes wirken. Sie sollen andere mithelfen und nicht helfen. Dann wollen sie sich einen Schatz sammeln, was ein guter Grund liegt für die Zukunft. Nehm dort ab, was das wahre Leben gibt. Es ist sehr interessant, weil ich habe in meinem Leben mehrmals so Menschen getroffen, die gut reich sind. Und das ist so sehr erscheinend, wenn die auch Charakter so open sind und so mithelfen sind. Die helfen bloß mit und helfen mit und helfen mit und so. Ich soll vielleicht noch eine Story. Kann ich noch eine kleine Story? Have Zeit? Ja, okay. Da wir einen Onkel in Ontario, dort wir in Frank Wall. Der kam von Russland, er ist ein junger Mensch, und er kam nach Ontario. Alle zijn Vater sind und alle dort wir weggenommen von den Kommunisten. Das hat er alle verloren da. Und er war probably all 20 Jahre alt in 2001 und 2002. Und I'm sure der Onkel ist nur weg. Aber er war gekommen nach Kanada mit nichts. Und dann sagt er zu mir, ich kam hier und er kickt mir an und sagt, okay, ich muss somehow mit was abbiegen. Ich muss something tun zu meinem Leben verdienen. Ich sagte, da wären die Menschen, die Strawberries wussten, sagte ich gehe nach den Strawberry Farm. Sagte ich kaufe mir einen Truck voll Strawberries von den Menschen. Und dann fuhr ich nach Stadt und verkaufte ihn. Hat mit Geld ewig geholt, fuhr ich weiter. Und das geht gleich lang und der Mensch hat eventuell sich abgebiet. Und dann als die Menschen von Mexiko nach Ontario fahren, dann sagten sie nur Mr. Wall. Kann je erst von so einem Menschen? In Ontario fliegt der Arme an, wir in mehrere Menschen sehen, als wir nach Ontario fuhren, das probably auch 20 oder 30 Jahre trägt. Aber dann sehen sie, dann sagt wir nur Mr. Wall und der hilft uns. Und ein Onkel sagte zu mir, ja, der Wall hat nicht ewig geholt, aber hier hilft uns noch ein Specker. Da können wir dann wohnen, was wir betet haben. Der hat so viel, und wir nur an ihm hier in der Kirche auffahren, und dann können wir helfen uns auch ein Bett mit. Und ich glaube, das ist ein Bild, was wir sollen sagen. Wenn wir was haben, werden wir das wieder. Und wenn es bloß Mut ist, dann Mut. Wenn es Kraft ist, dann Kraft. Und wenn es eine Lehre ist, dann eine Lehre. Und wenn es something else ist, dann werden wir wieder mithelfen. Because dort hat Gott uns gegeben und dort können wir wieder dran. Weil wir beten. Vor dem Himmel, wir sind so froh, dass du uns helfen lässt und dass du uns immer abheben lässt. Wir danken dir für was wir alle haben. Und help uns, dass wir uns nicht damit Graut tun, aber leider, dass wir uns so abstellen, dass wir andere Menschen mithelfen und die ehren mit all das.
Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.